So, meine Freunde, weiter geht's. So, und hier stehen jetzt gleich nochmal diese riesen Flugzeughallen, die ich vorhin schon erwähnt hatte. So, also die sind auf jeden Fall da hinten, da gehen wir jetzt gleich hin. Also hier ist wirklich hier ist alles überwachsen, verwachsen, wie ein kleiner Urwald hier schon, ja. Man muss sogar aufpassen, dass man sich nicht die Sträucher hier ins Auge haut. Und das sind halt hier auch nochmal die Nebenräume. Steht sogar ein altes Schild mit Rauchen, nehme ich an. Darunter stand mal verboten. Auch ein kleines Detail. So, jetzt bin ich am Freibad. Hier ist ein ehemaliges Duschgelände und hier ist das Freibad. Endlich. Also da freue ich mich heute den ganzen Tag schon drauf. Einer der Highlights hier auf dem Gelände. Unter anderem tausende Fotos, Videos, was ich hier alles finde. Und ja, es gibt wie gesagt, Atze hat es gerade schon gesagt, tausende Videos und auf Instagram, auf TikTok. Ja, und einfach mega. Ich glaube, das wo mehr von den Das ist einfach mega. Das Zentrum gewesen, der zentrale Punkt. Du hast hier auch gleich noch schräg rüber den Supermarkt. Echt heftig. Sehr, sehr Wow. cool. Also jedes Mal, wenn ich hier bin, ist man doch wieder geflasht von dem Punkt hier auf dem ganzen Lost Place. Das ist einfach krass, ja. Es ist einfach sehr, sehr krass und ich muss sagen, ich bin gerade echt überwältigend. Auch mit der, schaut nochmal, mit der Kulisse im Hintergrund, mit den Plattenbauten. Also das ist einfach, ja, wie eine andere Zeitkapsel das Ganze und ich kann es nur noch mal sagen, ich bin überwältigt gerade, ja. Das ist heute so und hier sieht man sogar noch mal, wie es runterging vom Nichtschwimmerbecken in den Schwimmerbecken rein, ja. Das ist ja auch noch mal sehr, sehr interessant
Und ich gehe mit euch auch direkt nochmal runter und werde euch das auch nochmal genauer zeigen. Und ja, hier konnte man sich auf jeden Fall vorher duschen. So, genau. Hier war auf jeden Fall vorher, wo man sich abduschen konnte. Und hier waren, ja, ich weiß gar nicht, ob hier auch letztendlich Duschen drin waren. Aber man sieht halt auch, es ist sehr, sehr überstrüppt, nicht. Es ist sehr, sehr überstrüppt das Ganze. Und hier, Atze geht schon vor. Hier gehe ich mit euch auch noch mal runter. Hier sieht man das Ganze, dass man... Hier sind noch die alten Bahnen zu sehen, also hier. Und hier geht es halt weiter ins tiefe Becken. Also, und dann guckt euch die Kulisse im Hintergrund an, direkt diese Hochhäuser. Heftig. Einfach. Jetzt gehe ich mal nach oben und zeige euch das nochmal. Ja. Der Hinten ist auch schon unterwegs. Ich hoffe mal hier nicht auf das Gebäude oder die Bibliotheken. Also, ich muss sagen, ich stehe gerade in einem Schwimmbad drin. Ja, das zur Hälfte leer ist, das zur Hälfte voll ist. Und das ist echt krass. Hier kann man auch noch mal sehen, man hat sich ja auch immer früher so hier festgehalten. Hier ging es auch noch mal, sage ich mal, hier wurde das Wasser auch immer, ja, das abgeflossenes Wasser, und es waren sozusagen diese Einkerbungen davon, wenn zu viel Wasser drin war. Auch noch mal sehr, sehr interessant. Und genau, da wollen wir wahrscheinlich auch noch mal jetzt hingehen zu den Platten, ob da irgendwie noch was zu finden ist. Da gehen wir jetzt gleich noch mal hin und ja, es ist sehr, sehr cool das Ganze, echt cool. So, wir sind jetzt auf dem Dach. Ganz oben auf dem Dach von einem der Blöcke. Genau, so wie Atze das schon sagt. Und guckt euch mal einfach die Aussicht hier an. Das ist halt einfach mega geil, ne? Heftig. Also hier sind die ganzen Blöcke. Ihr habt die Fliegerhalle. Und hier drüben sind auch die ganzen Mannschaftskasernen. Hier unten einmal die Kaufhalle und gegenüber das Schwimmbad. Das ist schon krass. Definitiv eine mega Perspektive hier oben. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde das gerade sehr, sehr atemberaubend. Sehr, sehr atemberaubend. Ja, wart ihr hier schon mal auf dem Dach? Könnt ihr mir mal in den Kommentaren hinterlassen. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. Mal gucken, was wir heute noch Schönes ansteuern. So, wir sind jetzt am nächsten Gebäude. Da soll ein ehemaliges, ja, es wird als Theater, Kino bezeichnet oder Lehrgebäude. Da gehen wir jetzt mal rein. Ich zeige es euch einfach mal. Das sind hier die ganzen Backsteinhäuser oder Gebäude, die wir auch schon vom Dach gesehen haben. Und ja, wie gesagt, hier soll ehemaliges Theater drin sein. Ich bin gespannt. Und bin jetzt auch im
ersten Stock hier drin und ihr seht halt, wie lang die Gänge wie lang die Gänge gehen und etc. Definitiv noch alte Bemalungen von früher. Aber halt auch schon viel von den Wänden abgekratzt worden sind. Und hier. So. Jetzt gehe ich noch mal hier durch. Und ich habe echt den Theatersaal oder ja, Kino gefunden. Also viel ist nicht mehr von übrig, aber man sieht definitiv noch, wie hier ein paar Stühle stehen. Die Bühne ist definitiv zu erkennen. Und ja, vor allem, aber sie ist auch schon sehr, sehr eingestürzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das war früher mal das Theater oder Kino. Eine leere Kiste hier noch. Ja, auch nochmal finde ich einen definitiven Highlight der Tour, muss ich ganz ehrlich sagen. Da sieht man einfach auch nochmal, dass man sowas auch nochmal zum baldigen Ende der Tour jetzt auch nochmal sowas sieht. Hier waren auch nochmal, zeige ich euch, hier waren auch nochmal Haken, wo man seine Jacken anhängen konnte. Und dann ging es hier zum Theater. Auch hier gerade, ich gehe nochmal mit euch dahin. Auch das halt nochmal, es fehlen zwar die Sitze, aber es ist halt auch nochmal sehr, sehr cool. Sitzmöglichkeiten und ja, und hinter mir das Theater. So, ab in den nächsten Raum und hier gibt es auch nochmal ein Kino, Theater wie in dem anderen Raum, bloß größer. Sehr, sehr viel größer nochmal. Und ich drehe euch einmal hin. Er ist einfach nochmal enorm größer als der andere Raum, den wir eben schon mal gesehen haben. Hier auch wieder die ganzen Stühle zum Theater hinzu oder Kino. Ja, ich würde fast sagen Theater. Es sieht mir halt aus wie so eine Aufführungshalle. Ja. So, meine Freunde, ich werde weiter zum nächsten Gebäude gehen, weil es ist jetzt schon sehr, sehr spät. Waren jetzt lange genug auf dem Gelände und ja, ab zur letzten Location, ab zum letzten Spot und dann ab nach Hause.
So, hier sind die ganzen Gebäude. Wir wollen uns jetzt hier nochmal einen Spielplatz anschauen. Atze und ich, er läuft schon vor. Aber ich muss dazu sagen, den Spielplatz, den wir suchen, ist nicht dieser Spielplatz. Obwohl ich noch nicht hier war. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie verstrahlt bin oder wie auch immer. Aber Ja. die Dinger, die standen hier voriges Mal Noch nicht. noch nicht gewesen. Ich weiß nicht, ob die einfach nur dahin geschleppt wurden oder wie auch immer. Oder ob es Besucher waren, ob es irgendwie der Besitzer war oder so. Also es ist nicht der Spielplatz, den ich halt suche, wo ich halt hin will. Wir zeigen euch definitiv den Spielplatz mal, den wir suchen, wenn wir Ja. da sind. Aber der ist hier auch gleich um die Ecke. Also hier habt ihr natürlich schon auch etwas ältere Geräte, eine alte Schaukel, um das kurz mal trotzdem festzuhalten. Aber es war auch mal früher ein Kinderheim, sehe ich hier oben gerade. Genau, Kinderheim Maria Hilf. Wie ist das hier gerade mal? Da werde ich kurz mal noch mal ranhalten. Wir müssen jetzt zwar nicht reingehen, weil wir wollten ja bald die Tour beenden. Doch, wir gehen jetzt rein. Ja, okay. Atze sagt, wir gehen jetzt rein. Gut, dann gehen wir rein. Kleiner Blick auf alle Fälle mal rein in den Raum. Weil das ist hier ein ehemaliges Kinderheim und ja, das sieht schon sehr spooky aus. Definitiv, ja. Also mit den ganzen Gewändern hier, das erinnert mich irgendwie an die erste Folge von Walking Dead, wo jetzt gleich 1000 Zombies durchkommen, ja. Na gucken, lass uns überraschen. Ich gehe mal vor. Ja, Dann kannst du wenigstens draufhalten, wenn was ist. Aber ansonsten ist es hier wirklich echt leer. Du hast hier noch eine Dusche, Toilette, Dusche, wie auch Toilette. immer. Ich würde ja sagen, vielleicht gehen wir nochmal auf die andere Seite. Da war ja auch nochmal mit diesen ganzen, aber Aber es ist halt hier auch wieder sehr leer. Manchmal denkt man, vielleicht hätte man irgendwie noch mal was gefunden oder Spektakuläres gesehen. Aber nein, auch hier sehr, ja alles größtenteils weg. Man hat hier noch einen Ja. schönen Balkon. ja und Hier hat man hinten noch einen Garagenkomplex. Und dann geht es hinten auch wieder zu dem Spielplatz, den wir eigentlich suchen, wo wir eigentlich hin wollen. genau. Ich glaube, den können wir vergessen aufgrund der Zeit, was wir wirklich erwähnt haben, werden wir auch. Ja, auf jeden Fall. Also ich frage mich bloß, was sollen die ganzen, was machen die ganzen ja, Tüten oder Gestrüpp hier? Also ich kann euch das einmal zeigen hier. Es ist alles hier voller. Ist hier eine Party gewesen oder war... Also das ist... Und ich muss ganz ehrlich sagen, so weiter man hier durchgeht, es riecht nach Farbe. Oder? Hast du das? Es riecht nach Farbe, aber auch, das ist natürlich auch nochmal krass hier, so die alten Räume, die finde ich ja jetzt hier wieder so mystisch, sage ich mal. Ja, das hat schon was, ne? Definitiv. Irgendwie Auch ist immer das wieder schon... an den Und wenn du jetzt denkst, das ist ein Kinderheim gewesen, das ist schon nochmal sehr... schon was, ne? Ist schon wieder so ein bisschen gruselig, finde ich. Ist schon ein bisschen spooky, definitiv, wenn Definitiv, man so und so die Story dahinter sieht. Ja, Das mittlerweile, was du ja auch an jedem Lost Place hast, immer dieses ganze abgebröckelte, dieser typische, wenn du so russische übernommene Militärgebäude hast oder Richtig, Sowjet-Dinger hast, immer dieser gleiche Farbton, also ich was muss... du halt immer wieder findest. Bei mir ist es so, wenn ich das jetzt nochmal so vor Kopf halte, dass das hier mal ein Kinderheim gewesen ist, so. Dass hier wirklich mal Kinder drin waren, ist schon sehr... Also spooky, gerade mit diesen ganzen Gewändern hier. Ich zeige euch das auch nochmal von der Perspektive, wenn ihr hier durchgeht. Ich muss das gerade nochmal filmen, auch wenn wir da eben gerade durchgelaufen sind. Das hat schon sehr was mit irgendwie und dann auch alles zerrissen, ja. Es ist sehr irgendwie gruselig, finde ich gerade. Ich glaube, die holen dich jetzt. Ja.
Glaubst du, in der ersten Etage ist noch was oder können wir uns das ersparen? Lass uns die erste Etage nochmal mitnehmen, irgendwie durch die Treppe fallen oder so, verletzen und dann... Aber ja, viel Graffiti hier wieder. Ja, das war's eigentlich. Du hast noch die Ja, Etage und das war's. Angelangt. Aber es ist schon krass, wenn man in dem Haus hier drin ist und dann gehst du wieder raus und von außen wirkt das ganze Gelände ganz anders. Ne? Ja, ja, definitiv. Also gerade unten das mit diesem Plan, jetzt bin ich endlich mal auf den auf das Wort gekommen, weil ich heute auch schon so viel gequatscht habe. Finde ich das halt heftig. Du kommst so rein und du weißt, was es letztendlich ist und dann steht Kinderheim dran und dann sind so eine Plan da dran, ja. Also das ist so, wo ich sage, krass. Hier kommen wir komplett mal auf den Dachboden. Links, rechts, links, rechts. Ja, ich laufe dir nach. Ihr seht halt oben. Ah, hier sogar noch, naja, weiß ich nicht, ob, nee, Schrift wird es nicht sein. Ich wollte erst sagen, ey, das ist ja noch was, aber ja, so ein typischer alter Dachboden. Aber ansonsten alles leer. Viel zu sehen ist hier Nicht mehr, nee. im ehemaligen Kinderheim. Aber war auf jeden Fall nochmal cool jetzt mitzunehmen, finde ich. Ja, Es war nochmal, was ich wirklich krass finde, ist, es ist ein Kinderheim auf einem alten Militärstützpunkt oder Militärstadt oder Fliegerhorst. Das ist schon krass, dass es so eine Heime oder Kinderheime einfach hier gab. Ja, das ist schon krass. Warum, aus welchem Grund ist hier ein Kinderheim? Wird es eine Kita, Tagesstätte oder sonst was, das sagt, okay, die Betreuung der Kinder muss gewährleistet sein, aber so ein Kinderheim, denkst du dir so, kommst du ja nicht ohne Grund meistens in so ein Kinderheim und du denkst, eigentlich sind ja hier genug Leute, die die Kinder betreuen könnten oder warum geben die Eltern die Kinder ins Heim oder warum müssen sie die Kinder ins Heim geben? Das ist halt schon einfach krass, wenn man mal so ein bisschen weiter denkt. definitiv. Also das ist wirklich alles schon sehr, sehr heftig. Und hier siehst du halt auch alles, ne, wie früher da Ja, noch gebaut wurde. Immer wieder interessant, irgendwie gesagt, wenn man heute die Bausubstanz oder den Bau im Verhältnis sieht oder komplett mal gegenüberstellt. ja, definitiv. Na gut, wir werden weiter noch zum besagten Spielplatz laufen und dann zeigen wir ihn euch gleich. So, jetzt sind wir gleich beim Spielplatz hier. Hier ist er auch schon geradezu ziemlich eingewachsen. Ja, auch, aber auf jeden Fall nochmal cool. Hast halt hier etliche Geräte noch, ne? Hier alles zum Klettern, du hast Ja. hier die Rutsche. die du halt hast. Definitiv. Hier hast du auch noch Sachen, was auch immer, hier eine Schaukel anscheinend, die hier mal dranhang, wie es so aussieht. Alles natürlich ein bisschen anders gebaut mit irgendwelchen Metallseilen, als wenn du heute da die ganzen anderen Nylonseile oder was das auch ist. Ja, Hier ein kleines Spielhaus hast du drin. so. Ja, das hat alles, wenn man sieht, direkt hinter den Blöcken, ne? Hinter den Blöcken, genau. Das heißt, hier sind natürlich dann die einzelnen Blöcke, wo wir schon waren. Dann hast du die Fliegerhalle noch. Genau, also ich gehe nochmal hier rum. Hier ist die Rutsche. Ja, verschiedene Sachen halt. Ja, Rutsche hat halt auch ihre besten Zeiten hinter sich, wa? Ja, definitiv. Na, wachst dich's? Einmal runter zu rutschen? Ja, ich rutsche ja nicht, also du bist ja dreckig. Ja. Ist ja blöd. Ja, ach, ich wollte es einfach nur mal zeigen, also
Wir haben überlegt, was hier alles für Leben mal getobt haben muss. Ja, Die definitiv. ganzen Kinder, die hier einfach mal gespielt haben. Gleich in der Nähe auch von dem Kinderheim irgendwie. Ja. Dann irgendwie ein bisschen rüber auch die ganzen Blöcke. Hier hinten ist auch noch, da ist eine Schaukel noch auf jeden Fall. So ein bisschen verwachsen schon alles, ja. Alles schon Sträucher hinten rüber. Alles hier verwachsen mittlerweile. Hier noch ein Gerät. Und ja, wie gesagt, das war somit hier nochmal vom Spielplatz ein Einblick. Das habe ich leider nicht mit drauf. Leider nicht. Oder halb vielleicht. Und fertig tue ich nochmal. Ja, warte. Also, Atze rennt nochmal hier runter. Das ist der Moment, bevor er sich alle Knochen gebrochen hat. Aber Sehr, sehr gut. Kind sein darf man immer nicht. Manchmal kommt dann doch nochmal das Kind durch. Ja, ja, Manchmal muss es halt einfach sein. richtig, richtig. Wir verabschieden uns eigentlich jetzt auch von der Örtlichkeit hier. Nochmal, wir hoffen, euch hat es gefallen. Schreibt uns einfach, lasst es uns wissen in den Kommentaren. Wollt ihr nochmal einen zweiten Teil sehen? Wir werden definitiv nochmal hierher kommen müssen. Genau, das heißt, müssen genau. wollen. Wir haben noch nicht alles entdeckt, das ist ein super großes Gelände. Guckt einfach mal bei MT Explorer vorbei, Urban Explorer, oder halt auch bei mir, Adventure Atze. Genau. Insta, Social Media, YouTube. Lasst ein Like da, Abo da. Ich würde mich freuen. Wir würden uns freuen. Bis dann. Ciao. Genau, jetzt bin ich auch nochmal da. Also, das war mein zweites YouTube-Video mit Adventure Atze unterwegs. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Genau, lasst ein Abo da, lasst Likes da. Genau, lasst ein Abo, lasst Likes da. Und ja, nächstes YouTube-Video wird bestimmt wieder kommen. Oder folgt mir auch gerne mal auf Instagram. Da seht ihr die ganzen Fotos und kurzen Reels dazu. Und ansonsten euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.